In diesem Video möchte ich mal auf etwas hinweisen, was vielleicht vielen Menschen gar nicht auffällt. Es handelt sich um ein Problem mit Datenqualität. Wenn man sich anschaut, dass wir hier jeweils eine Kerze pro Tag sehen, dann wundert man sich eventuell, denn in den Einstellungen haben wir eigentlich definiert, dass wir das 1-Stunden-Chart traden wollten. Wenn man diese Testsequenz kurz anhält und mit der Maus über eine Kerze geht, dann sieht man, dass die Werte für alle diese Kerzen hier für jeweils 0 Uhr eines bestimmten Tages erstellt werden. Darum sieht man hier unten auf der Skala auch August, September, Oktober und November, obwohl das hier vielleicht gerade mal 150 Kerzen sind. Man fragt sich also, was geht hier vor, und wenn wir den Test hier mal stoppen, den visuellen Modus ausschalten und den Test erneut starten, dann bekommen wir hier in der Anzeige auf dem Reiter für den Backtest angezeigt, dass wir eine historische Qualität von 0% haben. Auf Deutsch gesagt, wir haben für das ganze Jahr gerade mal 260 Kerzen. Die Daten sind korrupt. Wiederholen wir den ganzen Test mal für den Euro-US-Dollar. Dann sehen wir hier, dass die Kerzen jeweils für die jeweilige Stunde angezeigt werden. Falls Sie also schlechte Ergebnisse haben, kann das durchaus damit zusammenhängen, dass die Qualität Ihrer historischen Daten schlecht ist. Wenn ich das hier mal stoppe und wir den visuellen Modus ausschalten und den Test erneut starten, dann sollten wir hier gleich ein Ergebnis bekommen. Und diesmal zeigt uns unser Ergebnis eine historische Datenqualität von 99%. Achten Sie also darauf, dass Sie, vor allen Dingen wenn Sie schlechte Ergebnisse haben, immer mal die Qualität der historischen Daten überprüfen. Man kann alle heruntergeladenen historischen Daten auch löschen. Wie das geht, zeige ich in einem anderen Video. Ich nutze dafür unter Windows immer die Software Windiastat. Die zeigt mir Verzeichnisgrößen an und erlaubt mir auch direkt von da aus in den Explorer zu gehen. Das war's für dieses Video. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video.